Madame de Pompadour, schön, klug und ihrer Zeit weit voraus. Schon als Kind wird ihr prophezeit, sie werde eines Tages die Geliebte des Königs. Von da an nennt man sie Reinette, die kleine Königin. Doch was wie ein Märchen klingt, ist in Wahrheit ein beschwerlicher Weg, denn Jeanne Antoinette ist eine bürgerliche, in einer Welt, in der Herkunft alles bedeutet. Mit Bildung, Charme und einem scharfen Verstand gelingt ihr, was vor ihr keiner Frau möglich war. Sie steigt zur offiziellen Mätresse des französischen Königs auf. Doch hinter Glanz und Macht verbirgt sich eine Frau, deren Leben von Erwartungen, Einsamkeit und großem inneren Druck geprägt ist. Madame de Pompadour wurde am 29. Dezember 1721 in Paris in der Rue de Cléry geboren. Sie kam als Jeanne Antoinette zur Welt. Offiziell galt François, ein wohlhabender Finanzverwalter und Lieferant der Armee, als ihr Vater. Doch schon früh kursierten Gerüchte, dass ihr leiblicher Vater in Wahrheit Charles-François Paul Lenormand de Tonham gewesen sei, ein einflussreicher Bankier mit besten Verbindungen in die Pariser Gesellschaft. Als François im Jahr 1725 in einen schweren Finanzskandal verwickelt wurde, geriet die Familie in große Schwierigkeiten. Im Zusammenhang mit den spekulativen Geschäften jener Zeit wurde er zur Rückzahlung hoher Summen verurteilt und sah sich gezwungen, Frankreich zu verlassen. Der Hintergrund war, zu Beginn des 18. Jahrhunderts befand sich Frankreich in einer tiefen finanziellen Krise. Die langen Kriege Ludwigs XIV. Hatten den Staat nahezu bankrott hinterlassen. Um Armee, Verwaltung und Versorgung aufrechtzuerhalten, griff die Krone auf ein System zurück, das auf privaten Finanzunternehmern beruhte. François Forceau, der Vater von Jeanne Antoinette, war einer von ihnen. Er organisierte im Auftrag des Staates die Lieferung von Getreide, Mehl und anderen lebenswichtigen Gütern. Dafür musste er hohe Summen vorstrecken, oft aus eigener Tasche oder über Kredite. Der Staat zahlte später, manchmal vollständig, manchmal gar nicht. Dieses System war riskant und intransparent. Verträge wurden nachträglich geändert, Abrechnungen verschleppt, Zahlungen verzögert. Gleichzeitig war es üblich, dass Schmiergelder den Ablauf bestimmten. Solange alles funktionierte, wurde darüber hinweggesehen. Doch sobald Geld fehlte und die politische Stimmung kippte, suchte man Sündenböcke. François geriet genau in eine solche Situation. Ihm wurden Unregelmäßigkeiten vorgeworfen, überhöhte Rechnungen, unklare Lieferungen, mögliche Spekulation. Ob er tatsächlich schuldig war, lässt sich heute kaum sagen. Sicher ist jedoch, er war kein Mitglied des Hochadels, er hatte keinen politischen Schutz und er war damit ersetzbar. So wurde er zum idealen Schuldigen in einem System, das sich selbst nicht in Frage stellen wollte. Für seine Familie bedeutete das den sozialen Absturz, finanzielle Unsicherheit, gesellschaftliche Isolation und für seine Tochter Jeanne eine frühe Erfahrung von Verlust. Genau aus dieser Erfahrung heraus entstand später ihr unbedingter Wille, Sicherheit, Einfluss und Schutz zu gewinnen, ein innerer Antrieb, der ihren gesamten Lebensweg prägte. In dieser Situation übernahm Lenormand de Tonham die Verantwortung für die Familie. Er nahm Jeanne Antoinette, ihre Mutter Louise Madeleine de la Motte und ihren jüngeren Bruder Abel François bei sich auf. Zwischen ihrem 8. und 12. Lebensjahr verbrachte Jeanne Antoinette einen Großteil ihrer Zeit im Ursulinenkloster.
Dort erhielt sie eine sorgfältige Erziehung und entdeckte früh ihr Interesse an Kunst und Bildung. Nach ihrer Rückkehr in das elterliche Haus sorgte ihre Mutter mit großer Entschlossenheit dafür, dass die Ausbildung ihrer Tochter fortgesetzt wurde. Sie war überzeugt, dass Jeanne zu Höherem bestimmt sei. So erhielt das Mädchen Unterricht in Musik, Tanz, Gesang und Literatur. Der berühmte Opernsänger Pierre de Chaillot unterrichtete sie, während sie auch in Rhetorik und Ausdruck geschult wurde. Schon früh zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent, sich sicher und gewandt in gesellschaftlichen Kreisen zu bewegen. Als sie heiratsfähig wurde, arrangierte ihr Förderer Charles-François Paul die Ehe mit seinem Neffen Charles Guillaume. Als Jeanne Antoinette 22 Jahre alt war, brachte sie ihre Tochter Alexandrine zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits fest in der Pariser Gesellschaft etabliert. In ihrem Haus begann sie, einen Salon zu führen, in dem sich Gelehrte, Künstler und Denker trafen. Unter ihnen befanden sich Persönlichkeiten wie Voltaire. So wurde aus der gebildeten jungen Frau eine Gastgeberin von Rang und ihr Name begann in den höchsten Kreisen von Paris zu kursieren. Schon bald richteten sich die Hoffnungen von Jeanne Antoinette und vor allem die ihrer Mutter auf den Hof selbst. Man wusste, dass König Ludwig XV. Regelmäßig zur Jagd in den Wäldern von Sénart ritt. Wenn der Hof in der Umgebung jagte, ließ sich Jeanne Antoinette in einer eleganten Kalesche durch die Alleen fahren, in der Hoffnung, dem König ins Auge zu fallen. Doch der Weg zu ihm war streng bewacht. Die offizielle Mätresse jener Zeit duldete keine Rivalen. Sie ließ Jeanne Antoinette unmissverständlich wissen, dass sie bei den Jagden nicht erwünscht sei. Erst der Tod der Mätresse im Dezember 1744 änderte die Lage. Auf Vermittlung des Kardinals de Bernis wurde Jeanne Antoinette zu einem Maskenball eingeladen, der am 28. Februar 1745 anlässlich der Hochzeit des Thronfolgers stattfand. Der Dauphin, der spätere Vater Ludwigs XVI., heiratete an diesem Abend Maria Josepha von Sachsen, eine Enkelin Augusts des Starken. Auf diesem Ball begegnete Jeanne Antoinette dem König, und dieses Zusammentreffen sollte ihr Leben unwiderruflich verändern. Er ließ sie an den Hof holen und stellte ihr ein Appartement direkt über seinem eigenen zur Verfügung, verbunden durch eine geheime Treppe, die ihm erlaubte, sie unbeobachtet zu besuchen. Im Juli erhob er sie zur Marquise de Pompadour und schenkte ihr das gleichnamige Anwesen. Wenige Monate später, im Jahr 1745, wurde Jeanne Antoinette, erst 23 Jahre alt, offiziell am Hof von Versailles vorgestellt. Von diesem Moment an war sie nicht mehr nur die Geliebte des Königs, sie wurde zu seiner engsten Vertrauten. Als sie 6 Jahre später in ein Appartement im Erdgeschoss des Hauptflügels von Versailles umzog, wandelte sich ihre Rolle endgültig. Aus der Mätresse wurde eine politische Vertraute. Madame de Pompadour nutzte diese Stellung nicht für bloßen Glanz. Sie überwachte Bauprojekte, förderte Künstler und Architekten und setzte sich mit großem Engagement für Kunst und Wissenschaft ein. Unter ihrem Einfluss entstanden bedeutende Vorhaben wie der Ausbau der Porzellanmanufaktur von Sèvres. Mit der neuen Stellung begann für Madame de Pompadour ein völlig neues Leben. Sie nahm ihre Rolle ernst und füllte sie mit erstaunlicher Energie. Schon bald verwandelte sie den Hof in einen Ort lebendiger Unterhaltung. Der Hofkomponist Jean-Philippe Rameau kam kaum hinterher, neue Werke zu liefern. So groß war der Bedarf an Musik, Balletten und Aufführungen. Die Marquise umgab sich mit Künstlern, Schauspielern und Musikern und brachte frischen Glanz in das höfische Leben.
Doch ihr Eifer blieb nicht ohne Kritik. Als sie die prunkvolle Treppe der Botschafter zu einem privaten Theater umbauen ließ, regte sich Widerstand. Man warf ihr Verschwendung vor und empfand es als anmaßend, dass der König gemeinsam mit der Königin und der gesamten königlichen Familie den Aufführungen der Favoriten beiwohnte. Um Spannungen zu vermeiden, zog sich Madame de Pompadour schließlich in das Schloss Bellevue zurück. Dort setzte sie ihre künstlerischen Projekte fort und ließ sogar ein Werk des damals umstrittenen Jean-Jacques Rousseau aufführen. Ein kühner Schritt, der ihren Einfluss ebenso wie ihren Mut zeigte. Zugleich wurde ihr Alltag immer fordernder. In einem Brief aus dem Jahr 1749 klagt sie: »Ich führe ein schreckliches Leben. Ich habe kaum eine Minute für mich. Proben, Aufführungen, Reisen nach La Muette oder ins kleine Schloss. Dazu Verpflichtungen gegenüber der Königin, dem Thronfolger, der Thronfolgerin und den Prinzessinnen. Man kann kaum Atem holen.« Und doch wich sie nicht zurück, denn sie wusste, wer am Hof bestehen wollte, musste unermüdlich präsent sein. So wurde Madame de Pompadour nicht nur zur Favoritin des Königs, sondern zu einer Schlüsselfigur des öffentlichen Lebens. Schon bald wurde deutlich, dass an ihr kein Weg vorbeiführte, wenn man am Hof was erreichen wollte. Auch der junge Uhrmacher Pierre-Augustin Caron suchte ihre Aufmerksamkeit. Der begabte Handwerker hatte sich mit neuartigen Uhrwerken einen Namen gemacht. Der Überlieferung nach fertigte er für den König eine kostbare Taschenuhr und für Madame de Pompadour ein außergewöhnliches Stück, eine winzige Uhr, so klein, dass sie in einen Ring eingefasst werden konnte. Ob Legende oder Wirklichkeit, sicher ist, dass die Gunst der Marquise ihm den entscheidenden Zugang zum Hof eröffnete. Aus dem talentierten Uhrmacher wurde bald eine bekannte Persönlichkeit. Später sollte er als Schriftsteller Weltruhm erlangen. Mit den Jahren war Madame de Pompadours Stellung am Hof gefestigt. Sie war längst mehr als eine Geliebte. Sie war Vertraute, Ratgeberin und feste Größe im innersten Kreis des Königs. Ihre Beziehung zu Ludwig XV. Hatte sich verändert. Sie teilte nicht länger sein Bett, wohl aber sein Vertrauen. Die Marquise blieb an seiner Seite, kannte seine Sorgen und Ängste und wachte zugleich darüber, dass ihre eigene Stellung unangefochten blieb. Die Auswahl der Frauen, die dem König näher kommen durften, lag nun in ihren Händen. Keine von ihnen durfte ihr gefährlich werden. Befreit von der Rolle der Geliebten, widmete sich Madame de Pompadour ganz jenen Dingen, die sie wirklich erfüllten. Sie förderte mit großem Gespür die Künste, sie unterstützte Maler und Bildhauer wie Jean-Baptiste Pigalle und prägte damit entscheidend den Geschmack des französischen Hofes. Tatkräftige Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Bruder Abel François, der zum Generaldirektor der königlichen Bauten aufstieg. Gemeinsam prägten sie das Erscheinungsbild Frankreichs in einer Weise, die bis heute nachwirkt. Der Lebensstil der Marquise war ebenso außergewöhnlich wie ihr Einfluss. Zeitweise verfügte sie über mehrere Residenzen, darunter Schlösser und das Stadtpalais. Zuletzt gehörte ihr auch das Hôtel de Vreux, der heutige Élysée-Palast, in dessen Räumen bis heute Spuren jener Epoche zu spüren sind. So groß ihr Einfluss auch war, Madame de Pompadour blieb eine umstrittene Figur. Von Beginn an schlug ihr Misstrauen entgegen. Am Hof und in der Stadt kursierten Spottverse, Schmähschriften und Karikaturen, bissige Anspielungen auf ihre Herkunft und ihren Aufstieg. Madame de Pompadour litt darunter. Sie versuchte sich zu schützen, durch Einfluss, durch ihre Stellung, doch der Spott ließ sich nicht zum Schweigen bringen. In einem Brief an ihren Bruder schrieb sie resigniert:
Abgesehen vom Glück, dem König nahe zu sein, ist alles andere nur ein Geflecht aus Bosheit, Oberflächlichkeit und Missgunst. Auch Zeitgenossen beobachteten sie aufmerksam. Der Musiker Leopold Mozart, der 1764 mit seinen Kindern Nannl und dem erst 7-jährigen Wolfgang Amadeus am französischen Hof weilte, notierte über sie: Die Madame de Pompadour ist noch immer schön und herrscht hier über alles. Der junge Mozart selbst sollte ihr vorgestellt werden. Er spielte für die königliche Familie. Doch die Marquise blieb kühl. Der Überlieferung nach war der Knabe tief gekränkt, dass sie ihm keinen Kuss gewährte, wie es am Hof sonst üblich war. Im Alter von nur 42 Jahren war Madame de Pompadour am Ende ihrer Kräfte. Gezeichnet von Krankheit und jahrelanger Überforderung zog sie sich in ihre Gemächer zurück. Im Frühjahr 1764 erlag sie schließlich den Folgen einer schweren Lungenerkrankung. Ihr Tod erschütterte den Hof und traf besonders den König, denn obwohl ihre Beziehung längst eine andere Form angenommen hatte, verband Ludwig und Madame de Pompadour eine tiefe, fast 20-jährige Vertrautheit. In einer letzten, ungewöhnlichen Geste erwies er ihr die höchste Ehre. Er ließ sie im Schloss von Versailles sterben, ein Privileg, das sonst ausschließlich Mitgliedern der königlichen Familie vorbehalten war. So endete das Leben einer Frau, die niemals Königin war und doch über Jahrzehnte hinweg zu den einflussreichsten Persönlichkeiten Frankreichs zählte. Sie prägte eine Epoche, formte den Geschmack ihrer Zeit und bewies, dass Macht nicht allein aus Herkunft entsteht, sondern aus Verstand, Entschlossenheit und dem Mut, seinen Platz in der Geschichte einzunehmen.